Hello, 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 friends. Hallo, 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 Freunde. Reinhard and Gracie are back with another devotional. Reinhard und Grace sind mit einer weiteren Andacht zurück. So, verse 23. Vers 23. The disciple that Jesus clearly loved was at the right of him at the table and was leaning his head on Jesus. Der Jünger, den Jesus innig liebte, saß rechts von ihm am Tisch und lehnte seinen Kopf an Jesus. Do you know, I never even realized that when I was young. Als ich jung war, ist mir das nicht aufgefallen. You know, because I've read the Bible since I was 8 years old. Denn ich lese die Bibel seit meinem 8. Lebensjahr. But I never realized that he was not the disciple that Jesus loved. Aber mir war nie aufgefallen, dass er nicht der Jünger war, den Jesus liebte, But he saw himself as the disciple that Jesus loved. sondern dass er sich selbst als solchen betrachtete. Because Jesus loved all of the disciples, not only John. Denn Jesus liebte alle seine Jünger, nicht nur Johannes. But here is the beautiful thing. Doch das Schöne ist, The disciple that Jesus loved, he was leaning his head on Jesus. dass der Jünger, den Jesus liebte, seinen Kopf an Jesus lehnte. And he was sitting right next to Jesus. Und er saß direkt neben Jesus. Now, why did he feel so loved by Jesus? Warum hat er sich so von Jesus geliebt gefühlt? I don't believe that Jesus gave any sign that he loved him more than the others. Ich glaube nicht, dass Jesus ihm Anzeichen dafür gab, dass er ihn mehr liebt als die anderen. Because that would go against everything the Bible teaches about God. Denn das würde allem widersprechen, was die Bibel über Gott lehrt. You know, many years ago, the Lord spoke to me about open invitations. Vor vielen Jahren sprach der Herr zu mir über offene Einladungen. And the Lord said to me, there are many open invitations in the Bible, Und er sagte, in der Bibel gibt es viele offene Einladungen, but my children are not accepting them. aber meine Kinder nehmen sie nicht an. And I began to ask about open invitations. Ich fragte, was offene Einladungen sind. I asked the Lord about it. Den Herrn fragte ich. So look at this. Schau dir das an. John 14 verse 12 says, Johannes 14, Vers 12 sagt, he who believes in me will do greater works than I do. wer an mich glaubt, wird größere Werke tun als ich. That's an open invitation. Das ist eine offene Einladung. Anybody who accepts this invitation can experience it. Jeder, der diese Einladung annimmt, kann das erleben. To be the disciple that Jesus clearly loves is an open invitation. Ein Jünger zu sein, den Jesus innig liebt, ist eine offene Einladung. Because every single person is invited to experience the deep love of Jesus. Denn jede einzelne Person ist eingeladen, die tiefe Liebe Jesu zu erleben. You know, there's so many people who send me messages So viele Leute schicken mir Nachrichten saying, I want to experience the love of Jesus too, but I can't. und sagen, ich will die Liebe Jesu erfahren, aber ich kann es nicht. But you know, it's almost like God needs to do something. Aber weißt du, das ist fast, als müsste Gott etwas tun. No, it's up to us. Nein, es liegt an uns. We have to study what the Bible says about the love of God. Wir müssen studieren, was die Bibel über die Liebe Gottes sagt. We have to meditate in our hearts how deeply we are loved. Wir müssen in unseren Herzen darüber meditieren, wie tief geliebt wir sind. We have to reject these lies of our heart that love from Jesus is conditional. Wir müssen die Lüge unseres Herzens zurückweisen, dass Jesu Liebe an Bedingungen geknüpft ist. We have to draw close to Jesus every day and drink his love. Wir müssen uns täglich Jesus zuwenden und seine Liebe trinken. You see, at the end of the day, this is the truth. Weißt du, schlussendlich ist die Wahrheit, You will experience as much of the love of Jesus as you truly desire. dass du Jesu Liebe in dem Maße erfahren wirst, wie du dich danach sehnst. If you desire to spend more time watching movies than spending time with Jesus, you will not experience his love so deeply than others. Wenn du ein größeres Verlangen danach hast, Filme zu schauen, als Zeit mit Jesus zu verbringen, dann wirst du seine Liebe auch weniger erleben wie andere. If you spend more time in social media than focusing on the love of Jesus, how do you want to experience it? Wenn du mehr Zeit in den sozialen Medien verbringst statt mit Jesus, wie willst du dann seine Liebe erfahren? Do you know, think how so many marriages are actually falling apart. Überleg mal, wie viele Ehen auseinanderbrechen. And when you ask them what happened, Und wenn du sie fragst, was passiert ist, there was no adultery. dann gab es keinen Ehebruch There was no obvious sin. und keine offensichtliche Sünde. I've helped so many couples through messed up marriages. Ich lernte so viele Paare aus zerrütteten Ehen kennen And I've always tried to help them. und ich habe immer versucht, ihnen zu helfen. And I find this over and over again. Und immer wieder merkte ich, That our marriage is just destroyed.
dass diese Ehen kaputt waren. And I said, but how did you get to this place? Und ich fragte, wie es dazu kam. Do you know what happened in many, many cases? Weißt du, was in vielen, vielen Fällen passiert ist? Simply, life got so busy that they did not connect to one another anymore emotionally. Ihr Leben wurde einfach immer beschäftigter, so dass sie keine emotionale Bindung mehr zueinander aufbauten. Do you know, recently, a young couple that I'm trying to help through their difficulties, Vor kurzem hat ein junges Paar, dem ich versuchte, durch ihre Schwierigkeiten hindurch zu helfen, they basically told me, our marriage is over. mir gesagt, dass ihre Ehe am Ende sei. And as I talked to both of them individually, I found out Als ich mit beiden einzeln sprach, fand ich heraus, that there was no obvious sin. dass es keine offensichtliche Sünde gab. What happened is that they were so busy with a million other things that they did not spend time with one another. Sondern sie waren mit Millionen anderen Sachen beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr miteinander verbrachten. How many people work so hard for Jesus, they don't have time for Jesus? Wie viele Menschen arbeiten so hart für Jesus, dass sie keine Zeit mit Jesus haben? See, John put his head on Jesus. He chose to be close to him. Johannes lehnte seinen Kopf an Jesus. Er entschied sich also, nahe bei ihm zu sein. I remember when I was young and began to serve the Lord, Ich erinnere mich, als ich jung war und anfing, dem Herrn zu dienen, when the Lord said to me that whatever I do in serving him, und der Herr zu mir sagte, dass alles, was ich tue, um ihm zu dienen, it must come out of intimacy with him and in no other way. aus der Intimität mit ihm heraus geschehen muss und nicht anders. Do you know, I found out that how many pastors and church leaders are depressed. Ich fand heraus, dass etliche Pastoren und Gemeindeleiter depressiv sind. There is a very, very high rate of depressed pastors in the United States of America. Es gibt eine hohe Quote depressiver Pastoren in den USA. They are burned out, they're finished. Sie sind ausgebrannt und am Ende. And you wonder why. Und man fragt sich, warum. Because they don't take time to lean their head on Jesus. Weil sie sich nicht die Zeit nehmen, ihren Kopf an Jesus anzulehnen. I remember when the Lord said to me, Reinhard, don't try to hear my voice more than you try to feel my heart. Ich erinnere mich, wie der Herr zu mir sagte, Reinhard, versuche nicht meine Stimme mehr zu hören, als mein Herz zu fühlen. See, if we only focus on hearing his voice but not feeling his heart, Wenn du dich nur darauf konzentrierst, seine Stimme zu hören, aber sein Herz nicht spürst, we can become powerful prophetic people, dann können wir kraftvolle prophetische Personen werden, but who knows how our lives will end. aber wer weiß, wie unser Leben dann enden wird. So every one of us needs to say, Jeder von uns muss also sagen, I am the disciple that Jesus clearly loves. ich bin der Jünger, den Jesus innig liebt. And when people say, but how do you know that? Wenn Leute dann sagen, aber woher weißt du das? You say, because every day I put my head on him. Dann antwortest du, weil ich meinen Kopf jeden Tag an ihn lehne. I feel and I hear his heart. Ich fühle und ich höre sein Herz. Talk to him. Rede mit ihm. Spend time in quietness, enjoying him, Verbringe Zeit in der Stille und genieße ihn, so that you can be the disciple that he clearly loves. damit du der Jünger sein kannst, den er innig liebt. See you tomorrow. Bis morgen!